Hallo zusammen, ich möchte euch heute ein Lieblingsprodukt von mir vorstellen, und zwar den SPEEDROCKER. Den habe ich hier auch schon neben mir stehen. Bevor wir den aber montieren, packen wir ihn erstmal aus und schauen, was alles in der Verpackung mit dabei ist. Hier seht ihr die Gummistraps für den hinteren SPEEDROCKER und die Klettstraps für den vorderen und ein weiterer für hinten, die Rahmenschutzfolie für die Befestigungsstellen und den vorderen SPEEDROCKER seht ihr hier bestehend aus 2 Teilen. Das sind die Gummiauflagen für die Halterung bzw. Stellen, an denen der Radschutz anliegt. Und das ist der hintere SPEEDROCKER, auf dem sehr, sehr stylisch auch der Name des Radschutzes steht. Bevor ihr nun mit der Montage beginnt, werft auf jeden Fall auch einen Blick in die Bedienungsanleitung, die natürlich auch mit dabei ist. Dies ist mein Demo-Bike, ein klassisches Gravelrad mit Scheibenbremse. Als allerersten Schritt montiert ihr die Gummiauflagen in die Halterung. Oben und unten könnt ihr Nasen erkennen, über die ihr die Halterung dann stülpt. Alles ganz intuitiv, da könnt ihr auch nichts falsch machen. Wichtig ist nur, dass die Gummis wirklich gut hinter diesen Nasen sitzen. Am besten drückt ihr das mit dem Fingernagel einfach nochmal nach, so wie ich das gerade mache. So schaut das dann aus. Dann entfernt ihr noch die Klebefolie von den Klettstraps und könnt die gummierte Seite erkennen, die dann am Rahmen später anliegt. Die Klettstraps sind also für vorne, gummierte Seite zum Rahmen gewandt. Ihr fädelt das dann nun vorne oder hinten von euch aus ein. Das reicht auch eigentlich schon fürs Erste. Also ich mache das mal gerade. Ich verbinde allerdings jetzt mal gleich das andere Stück dabei, um zu zeigen, wie das dann später ausschaut. Das kommt dann um die Gabel, so drumherum. Und ihr könnt den Klettstrap dann richtig fest auch ziehen. So. Den Rest könnt ihr dann später auch noch abschneiden, wenn was überstehen sollte. Das gleiche macht ihr auch für die Streben. Die sitzen dann weiter unten an der Gabel. Ihr fädelt es einfach ein, wieder mit der gummierten Seite zum Rahmen hin. Genau. Und so würdet ihr das dann gleich festmachen. Wie sieht das Ganze nun am Bike aus? Wir montieren jetzt also mal gemeinsam den vorderen SPEEDROCKER. Ich lege mir das eine Stück auf den Reifen und fädel den Klettstraps innen schon mal durch. Wie ich euch eben gezeigt habe, hole ich mir jetzt dann das andere Teil dazu und fädel von innen dann den Klettstrap ein und mache den einfach schon mal locker zu. Das genaue Justieren machen wir dann gleich. Das Ganze mache ich auf der anderen Seite natürlich auch. Und genau, einmal festziehen und dann hole ich mir von unten noch die Streben und befestige die dann auch. Macht es erstmal, also befestigt ihr das erstmal so tief, wie es die Scheibenbremse zulässt, und passt dabei auf, dass ihr die Bremsleitung nicht einklemmt. Die verläuft bei den Rädern auch immer anders, aber das passt auf jeden Fall. Wenn alles dann einmal fest ist, gucken wir dann auf den Abstand zum Reifen. Also wir empfehlen einen gleichmäßigen Abstand von 15 mm. Das sieht hier schon gut aus. Da noch alles locker sitzt, können wir uns den Radschützer dann auch in die richtige Position schieben, so dass er auch parallel und eben nicht schief zum Reifen läuft. Ich würde jetzt die Kontaktstellen der Straps noch mit Rahmenschutzfolie abkleben. Das zeige ich euch aber am hinteren SPEEDROCKER. Deswegen ziehe ich die Klettstraps jetzt schon mal richtig fest. Das solltet ihr auch bei Nässe nochmal wiederholen. Dann können die sich noch leicht dehnen. So, und der letzte. Zum Schluss müsst ihr dann noch die kleinen Schrauben nachziehen mit einem Inbus. 1,5 Newtonmeter, das ist nicht wahnsinnig viel, aber kontrolliert alle Schrauben, denn die sind ab Werk erstmal noch locker, damit ihr einstellen könnt. Und das war's dann auch schon für den vorderen SPEEDROCKER. Den hinteren SPEEDROCKER bereiten wir jetzt auch vor und ziehen ähnlich wie vorne die Gummistraps ein. Einfach von euch aus gesehen hinten durch die Öffnung schieben und komplett durchziehen. So, genau. Ein weiteres besonderes Feature versteckt sich etwas, und zwar der Extender Richtung Tretlager. Für den ist auch der 5. Klettstrap, der jetzt momentan noch übrig ist. Das zeige ich euch aber besser am Rad selbst, wie das dann funktioniert.
Die Montage des hinteren Speedrocker hängt stark von eurem Rahmen ab. Da mein Rad keine Brücke zwischen den Sitzstreben hat und der Abstand auch recht groß ist, gestaltet sich das alles einfach hier. Ich kann den Speedrocker also leicht zwischen die Sitzstreben schieben, so, und habe dann links und rechts noch minimalen Spielraum. Den klebe ich später zum Schutz dann noch ab mit der Schutzfolie. Genau. Ich mache jetzt einfach die Gummistraps schon mal auf Zug fest und ihr werdet das auch intuitiv erkennen. Da sind so zwei so Nasen auch, in die ihr den Gummistrap gut quasi einfädeln könnt. Hier könnt ihr auch schon gut auf Zug festziehen. Die Gummis könnt ihr natürlich auch kürzen, sie würden aber auch im Endeffekt nicht groß stören, da sie jetzt auch nicht so lang sind. So, das Rad hier läuft auf jeden Fall schon mal frei und der Speedrocker schleift nirgends. Bevor wir uns den Abstand zwischen Speedrocker und Reifen aber genauer anschauen, konzentrieren wir uns zuerst auf den Extender. Den solltet ihr als allerersten Schritt richtig befestigen, wenn ihr den dann überhaupt nutzen wollt. Ihr könnt ihn auch einfach komplett rausziehen. Ich möchte ihn aber hier gern verwenden und der Rahmen lässt das auch super zu, also da ist genug Platz. Was jetzt im ersten Step etwas stört, ist der Flaschenhalter inklusive Minipumpe, die montiere ich mal eben fix. Wie weit ihr letztendlich den Extender rauszieht, ist euch überlassen bzw. auch vom Rahmen abhängig. Zum Befestigen nehme ich mir den übrig gebliebenen Klettstrap und ziehe ihn durch die Öffnung. Achtet darauf, dass die gummierte Seite auf jeden Fall am Rahmen anliegt, zwischen Kunststoff und Rahmen. So wie ich das gerade mache. Jetzt ziehe ich den Extender einfach so weit raus, wie ich möchte und befestige ihn nach vorne. Auch diese Stelle würde ich dann gleich noch mit Rahmenschutzfolie abkleben. Das zeige ich euch ja noch exemplarisch. Da der Extender die Ausrichtung des restlichen Radschutzes noch verändert, schauen wir uns den Abstand des Speedrocker-Reifen erst jetzt an. Das sieht schon recht gleichmäßig aus, ist aber noch etwas viel. Ich kann den Speedrocker jetzt einfach nach unten drücken. So. Muss sagen, das Ergebnis gefällt mir auch ohne weitere Einstellungen schon ziemlich gut. Schön gleichmäßig, schleift nicht und der Speedrocker läuft auch parallel zum Reifen. Bevor wir jetzt die Schrauben festziehen, und das gilt auch für den vorderen, schaut, dass die Kunststoffhalterung immer mit dem Wort Top nach oben lesbar ist, damit unser Sicherheitssystem bei Blockaden im Reifen auch gut funktioniert. Wir können also jetzt die Schrauben festziehen, wieder mit 1,5 Newtonmeter und bringen dann auch die Rahmenschutzfolie an. Das ist auch ganz einfach und es geht vor allen Dingen um die Stellen, wo Gummistrap oder Klettstrap am Rahmen anliegen. Markiert euch die Stellen einfach und ihr könnt so auch später, wenn ihr den Speedrocker mal wieder abgenommen habt, immer wieder die richtige Position finden. So, ich bin soweit zufrieden mit meinem Ergebnis. Ihr würdet das also jetzt auch an den anderen Befestigungsstellen machen. Und somit sind wir dann auch mit dem hinteren Speedrocker fertig. Andere Bikes, andere Rahmen, andere Voraussetzungen. Vorne ändert sich nicht viel, außer vielleicht Gabeldurchmesser oder Verlegung der Bremsleitung. Deswegen konzentriere ich mich hier bei meinen 3 Rädern mal auf den Hinterbau. An meinem schwarzen Gravelbike hier habe ich eine Brücke zwischen den Sitzstreben. Der Speedrocker hat aber dennoch genug Platz. Ihr solltet nur die Brücke dann auch abkleben. Mit Blick auf den Abstand zwischen Radschutz und Reifen ist mir das tatsächlich zu wenig und der Reifen schleift auch. Ihr könnt hier dann einfach die Schrauben noch ein bisschen lösen und zieht die Befestigungsstreben eben so weit wie ihr das braucht aus den Halterungen raus, damit der Reifen dann frei läuft. Wie gesagt, 15 mm empfehlen wir, dann ist auch Platz für Profil und Dreck. So läuft er gut, so ist der Abstand gleichmäßig und dann mache ich einfach die Schrauben wieder fest. Wir switchen nun zu einem Rennradrahmen und euer erster Eindruck ist schon ganz richtig, das sieht verdammt eng aus. Der Speedrocker passt nicht ohne weiteres zwischen den Sitzstreben hindurch, auch nicht, wenn ich den Extender jetzt mal rausnehme. Also hier gilt, was nicht passt, wird passend gemacht. Wir schneiden also den Speedrocker zu.
Ihr seht hier schon, dass ich den Rahmen bereits abgeklebt habe. Das würdet ihr natürlich erst im Nachhinein machen. Um den Speedrocker zwischen die Sitzstreben zu schieben, drückt ihr ihn einfach leicht zusammen. Das Material ist auf jeden Fall dafür flexibel genug. So, um die Stellen dann zu markieren, die später zu bzw. eingeschnitten werden müssen, befestigt ihr die Gummistraps am besten so, wie es im Nachhinein auch annähernd sein wird und richtet dann den Speedrocker auch parallel aus. Genau. Und dann nehmt ihr einfach einen spitzen Gegenstand und ritzt die Stellen an, die ausgeschnitten werden müssen. Das natürlich auch auf beiden Seiten der Sitzstreben und auf beiden Seiten des Speedrocker. Für den Zuschnitt reicht dann eine Kneifzange. Die Stellen sind ja durch die Markierungen gut sichtbar. Und bitte setzt vor dem Zuschneiden auf jeden Fall eine Brille auf, denn das Kunststoffteilchen könnte auch durch die Gegend fliegen. Setzt beim ersten Mal auch bitte nicht zu tief an, also das könnt ihr später noch korrigieren. Einmal auf der einen Seite und auch auf der anderen Seite. So, genau. Das Stückchen knickt ihr jetzt einfach nach oben weg, damit ihr auch den Rest noch abkneifen könnt. Die Kanten sind jetzt möglicherweise noch ein bisschen scharf. Ihr könnt also einfach eine Feile nehmen und eben diese Kanten etwas glätten. So, den Zuschnitt macht ihr quasi genauso auch am Extender. Das habe ich mir vorher schon markiert, wie weit ich den hinausziehen möchte, um diesen Ausschnitt aber genau gleich auch eben zu treffen, setze ich den wieder ein und mache mir einen kleinen Anschnitt. So, damit ich dann quasi weiß, wie groß dieser Ausschnitt auch genau ist. Und der Zuschnitt selbst erfolgt dann quasi auch wieder wie vorher. Und ich nehme auch wieder die Feile, um die Kanten etwas zu entschärfen. Das Ganze wiederholt ihr dann natürlich auch auf der anderen Seite. Vor der Montage am Bike setzt ihr den Extender wieder ein, sodass sich die Schnittstellen eben überlappen. Ihr drückt den Speedrocker dann zwischen den Streben hindurch und könnt dann eben sehen, ob euer Ausschnitt erfolgreich war oder ob ihr noch etwas korrigieren müsst. So, bei mir sieht das schon ganz gut aus und ich bin zufrieden, sodass ich jetzt die Gummistraps dann festmache und den Extender genauso. So sieht das nun im Close-Up aus. Als nächstes schauen wir uns wieder den Abstand von Radschutz zum Reifen an. Der ist hier definitiv zu groß, sodass wir die Streben kürzen müssen. Dafür löst ihr den Speedrocker unten und schraubt auch die Kunststoffbefestigung komplett ab. Viel kürzen müsst ihr die Strebe hier nicht. Ihr nehmt dafür eine große Kneifzange oder eine kleine Säge. Setzt euch auf jeden Fall wieder eine Schutzbrille auf, denn auch hier kann das Teil, was ihr abschneidet, ja, durch die Gegend fliegen. Nun setzt ihr die Halterung wieder drauf. Achtet auf jeden Fall darauf, dass das Top auch wieder nach oben zeigt und verschraubt sie dann leicht und wiederholt das Ganze auf der anderen Seite. Zum Schluss kommt das Feintuning, das kennt ihr schon. Also ihr macht die Gummistraps fest, schaut, ob der Abstand gleichmäßig ist, ob der Reifen schleift, ob der Radschutz parallel ausgerichtet ist und wenn das alles passt, dann könnt ihr die Schrauben also festziehen und wir sind auch hier fertig. Nun zeige ich euch noch ein Zubehörteil zum Speedrocker, den SPEEDROCKER EXTENSION. Er verlängert den Schutz nach hinten um 170 mm und ist einfach aufzuschieben bzw. an den Befestigungsstreben einzuklippen. Entsprechend leicht ist auch das Abmontieren dann wieder. Durch den größeren Abstand nach hinten werden Dreck und Spritzwasser noch besser abgeleitet. So, das war's von mir für heute.